Hallo liebe Deutschlerner! Willkommen zurück auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir weiter mit unserer Serie über das Thema Wohnen. Im letzten Video haben wir das Chaos in einer WG gesehen. Heute wird es ernster. Wir sprechen über ein typisch deutsches Problem, die Nachbarn und die Regeln. In Deutschland gibt es viele Regeln. Besonders im Haus. Wann darf man duschen? Wann darf man Musik hören? Und was passiert, wenn man den Müll falsch sortiert? Habt ihr Angst vor euren Nachbarn? Oder sind sie nett? Heute hören wir die Geschichte von Sarah. Sarah kommt aus der Ukraine und sie hat eine schöne Wohnung gefunden. Aber unter ihr wohnt Herr Müller. Und Herr Müller liebt die Stille. Wenn euch unsere Geschichten gefallen, dann abonniert bitte jetzt unseren Kanal. Drückt auf die Glocke und gebt uns einen Daumen hoch. Das hilft uns sehr. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt beginnt die Geschichte. Sarah war glücklich. Sehr glücklich. Sie stand in ihrem Wohnzimmer und drehte sich im Kreis. Sie hatte es geschafft. Sie hatte eine eigene Wohnung in Hamburg gefunden. Das war wie ein Lottogewinn. In Hamburg eine Wohnung zu finden, ist sehr schwer. Es gibt viele Bewerber, aber nur wenige Wohnungen. Sarah hatte Glück gehabt. Die Wohnung war nicht groß. Sie hatte 2 Zimmer, eine kleine Küche und ein Badezimmer. Sie lag im 3. Stock von einem alten Haus aus rotem Backstein. Aber für Sarah war es ein Palast. Es war ihr Reich. Hier konnte sie machen, was sie wollte, dachte sie. Sarah ist 28 Jahre alt. Sie kommt aus Odessa. Sie lebt seit einem Jahr in Deutschland. Sie arbeitet als Grafikdesignerin in einer kleinen Agentur. Ihr Deutsch ist schon ganz gut. Sie hat das B1-Zertifikat gemacht. Sie versteht die Sprache, aber sie versteht die Kultur noch nicht ganz. Sie hat die Wohnung schön eingerichtet. Sie hat Pflanzen gekauft, eine gelbe Couch und bunte Kissen. Es sah gemütlich aus. Am ersten Abend saß Sarah auf ihrer neuen Couch. Es war 21 Uhr. Sie war müde von der Arbeit und vom Umzug. Sie wollte entspannen. Sie hat den Fernseher angemacht. Sie hat eine Serie geschaut. Die Lautstärke war normal. Nicht laut, nicht leise. Einfach normal. Sarah ist aufgestanden, um in die Küche zu gehen. Sie wollte sich einen Tee machen. Sie hatte keine Hausschuhe an. Sie ging barfuß über das Parkett. Plötzlich hörte sie ein Geräusch. Bumm. 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 Es kam von unten. Jemand hat gegen den Boden geklopft.
Oder besser gesagt, jemand hat von unten gegen ihre Decke geschlagen. Sarah ist stehen geblieben. Ihr Herz hat schnell geschlagen. Was war das? Sie hat gewartet. Es war still. Vielleicht habe ich mich geirrt, hat sie gedacht. Sie ist weitergegangen. Bumm. 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 Wieder. Lauter. Aggressiver. Sarah hat verstanden, das war der Nachbar unter ihr. Er hat geklopft, weil sie gelaufen ist. Aber sie ist nur gelaufen. Sie hat nicht getanzt. Sie ist nicht gesprungen. Sie ist einfach nur gegangen. Sie hat sich auf die Couch gesetzt und sich nicht mehr bewegt. Sie hatte Angst, ein Geräusch zu machen. Das war ihr erster Abend. Am nächsten Morgen ist Sarah zur Arbeit gegangen. Im Treppenhaus hat sie einen Mann getroffen. Er war klein, vielleicht 70 Jahre alt. Er hatte graue Haare und ein graues Gesicht. Er trug einen grauen Pullover. Er sah aus wie eine graue Wolke. Er wohnte im 2. Stock, direkt unter Sarah. An seiner Tür stand H. Müller. Sarah hat gelächelt. Sie wollte freundlich sein. Guten Morgen, hat sie gesagt. Der Mann hat nicht gelächelt. Er hat sie böse angesehen. Seine Augen waren kalt. Sie sind die Neue, hat er gesagt. Es war keine Frage. Es war eine Feststellung. Ja, ich bin Sarah. Ich bin gestern eingezogen. Sie laufen wie ein Elefant, hat Herr Müller gesagt. Sarah war geschockt. Wie bitte? Sie trampeln, hat er gesagt. Gestern Abend. Bumm, bumm, bumm. Den ganzen Abend. Ich konnte nicht schlafen. Das Haus ist alt. Die Decken sind dünn. Kaufen Sie sich Hausschuhe. Filzpantoffeln. Und hören Sie auf zu rennen. Entschuldigung, hat Sarah gestammelt. Ich bin nur in die Küche gegangen. In Deutschland haben wir Ruhezeiten, hat Herr Müller gesagt und ist in seine Wohnung gegangen. Er hat die Tür laut zugemacht. Knall. Sarah stand im Flur. Sie hat sich schlecht gefühlt. Sie wollte keine Probleme. Sie wollte eine gute Nachbarin sein. Am Abend hat sie Hausschuhe gekauft. Weiche Schuhe aus Filz. Sie hat sie sofort angezogen. Sie ist sehr vorsichtig gegangen. Wie eine Katze. Eine Woche lang war alles ruhig. Herr Müller hat nicht geklopft. Sarah war erleichtert. Aber dann kam das Problem mit der Dusche. Sarah arbeitet oft lange. Manchmal kommt sie erst um 22:30 Uhr nach Hause.
An einem Dienstag war sie beim Sport. Sie war joggen. Sie war verschwitzt. Sie ist um 23 Uhr nach Hause gekommen. Natürlich wollte sie duschen. Sie konnte nicht schmutzig ins Bett gehen. Sie ist ins Badezimmer gegangen. Sie hat das Wasser angemacht. Es war herrlich warm. Sie hat sich gewaschen. Das hat vielleicht 10 Minuten gedauert. Als sie das Wasser ausgemacht hat, war es still im Haus. Am nächsten Tag lag ein Brief in ihrem Briefkasten. Der Brief war nicht mit der Post gekommen. Jemand hatte ihn direkt eingeworfen. Der Umschlag war weiß. Darauf stand nur: An Frau oben. Sarah hat den Brief geöffnet. Der Brief war handgeschrieben. Die Schrift war spitz und aggressiv. Sehr geehrte Frau, gestern Nacht haben Sie um 23 Uhr geduscht. Das Wasserrauschen ist in meiner Wohnung sehr laut. Das ist eine Unverschämtheit. Ab 22 Uhr ist Nachtruhe. Das Duschen und Baden ist zu unterlassen. Lesen Sie die Hausordnung. Wenn das noch einmal passiert, informiere ich den Vermieter. H. Müller. Sarah hat gezittert. Sie dürfte nicht duschen? In ihrer eigenen Wohnung? Sie hat ihre Freundin Lena angerufen. Lena ist Deutsche. Lena, ist das wahr? Hat Sarah gefragt. Darf ich nachts nicht duschen? Lena hat gelacht. Nein, Sarah, das ist Quatsch. Du darfst duschen. Das ist ein Grundbedürfnis. Aber du darfst nicht 1 Stunde baden. 10 Minuten duschen ist okay. Auch nachts. Herr Müller spinnt ein bisschen. Aber er sagt, er ruft den Vermieter an. Hat Sarah gesagt. Sie hatte Angst. Sie wollte die Wohnung nicht verlieren. Mach dir keine Sorgen, hat Lena gesagt. Ignoriere ihn. Aber sei höflich. Sarah hat versucht, höflich zu sein. Wenn sie Herrn Müller im Treppenhaus gesehen hat, hat sie immer Guten Tag gesagt. Er hat meistens nur gebrummt oder weggeschaut. Sarah hat sich in ihrer Wohnung nicht mehr frei gefühlt. Jedes Mal, wenn ihr etwas heruntergefallen ist, ein Löffel, ein Buch, ein Schlüssel, hat sie auf das Klopfen gewartet. Sie hat sich gefühlt wie ein Gast, nicht wie zu Hause. Dann kam das Problem mit dem Müll. In Deutschland ist Mülltrennung eine Wissenschaft. Es gibt Gelb, Blau, Braun, Schwarz und Glas. In der Ukraine trennen wir auch Müll, aber nicht so fanatisch wie hier. Sarah hat sich Mühe gegeben. Sie hat Plastik in die gelbe Tonne geworfen. Papier in die blaue Tonne. An einem Samstagmorgen ist sie mit ihrem Müllbeutel in den Hof gegangen.
Sie hatte Restmüll, schwarze Tonne und Biomüll, braune Tonne. Sie hat den Deckel der braunen Tonne aufgemacht. Sie hatte ihre Kartoffelschalen und Kaffeesatz in einer kleinen Plastiktüte gesammelt. Das war praktisch. Sie hat die kleine Tüte in die braune Tonne geworfen. Plötzlich hat sich ein Fenster geöffnet. Es war das Fenster im 2. Stock. Kalt. Stopp. Hat eine Stimme geschrien. Sarah ist zusammengezuckt. Sie hat nach oben geschaut. Herr Müller hing aus dem Fenster. Sein Gesicht war rot. Was machen Sie da? Sind Sie wahnsinnig? Ich werfe Müll weg, hat Sarah gesagt. Ich habe es gesehen, hat Herr Müller geschrien. Sie haben Plastik in die Biotonne geworfen. Plastik. Das ist nur eine kleine Tüte, hat Sarah gesagt. Für die Kartoffeln. Plastik verrottet nicht, hat Herr Müller gerufen. Das ist Kompost. Wegen Leuten wie Ihnen geht die Welt kaputt. Holen Sie das raus. Sofort. Sarah hat sich geschämt. Alle Fenster waren offen. Vielleicht haben die anderen Nachbarn zugehört. Ich kann nicht in die Tonne klettern, hat Sarah gesagt. Die Tonne war tief und stank. Dann lernen Sie es für das nächste Mal, hat er geschrien. Kein Plastik in Bio. Papier oder gar nichts. Meine Güte. Ist das so schwer zu verstehen? Er hat das Fenster zugeknallt. Sarah hat geweint. Sie stand im Hof neben den Mülltonnen und hat geweint. Sie hat sich dumm gefühlt. Und fremd. Warum war er so böse? Sie war kein schlechter Mensch. Sie hat gearbeitet. Sie hat Deutsch gelernt. Sie hat Steuern gezahlt. Aber für Herrn Müller war sie nur die Frau, die trampelt und den Müll falsch macht. 2 Wochen später hatte Sarah Geburtstag. Sie ist 29 geworden. Sie wollte keine große Party machen. Sie wusste, Party bedeutet Lärm. Lärm bedeutet Herr Müller. Herr Müller bedeutet Ärger. Also hat sie nur 2 Freundinnen eingeladen. Lena und Olena. Sie haben zusammen gekocht. Es gab Wareniki und Salat. Sie haben Wein getrunken. Es war 20 Uhr. Sie saßen am Küchentisch und haben geredet. Sie haben gelacht. Vielleicht haben sie ein bisschen laut gelacht. Es war lustig. Plötzlich hat es geklingelt. An der Wohnungstür. Nicht kurz. Dring, 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 dring. Jemand hat den Finger auf der Klingel gelassen. Sarah wusste sofort, wer das war. Ihr Gesicht wurde weiß. Wer ist das?
hat Olena gefragt. Der Drache, hat Sarah geflüstert. Sie ist zur Tür gegangen. Sie hat nicht aufgemacht. Sie hat durch den Spion geschaut. Da stand Herr Müller. Er trug einen Bademantel. Er sah sehr wütend aus. Machen Sie auf, hat er gerufen. Er hat gegen die Tür gehämmert. Bumm, bumm. Sarah hat die Tür einen Spalt breit geöffnet. Guten Abend, Herr Müller, hat sie leise gesagt. Guten Abend, hat er geschrien. Es ist Nacht. Haben Sie keine Uhr? Was machen Sie da drin? Ist das eine Diskothek? Wir essen zu Abend, hat Sarah gesagt. Es ist mein Geburtstag. Das ist mir egal, hat er gesagt. Ich höre ihr Lachen bis in mein Schlafzimmer. Hahaha. Hihi. Das ist Lärmbelästigung. Ich rufe die Polizei. Aber Herr Müller, hat Sarah gesagt. Und ihre Stimme wurde fester. Es ist 20 Uhr. Es ist Samstagabend. Nachtruhe ist ab 22 Uhr. Wir dürfen reden und lachen. Sie sind zu laut, hat er wiederholt. Rücksicht. Kennen Sie das Wort? Rücksicht. Wir sind nicht laut, hat Sarah gesagt. Wir leben nur. Bitte hören Sie auf zu schreien. Und dann hat sie die Tür zugemacht. Sie hat gezittert. Aber sie war auch stolz. Sie hatte ihm geantwortet. Herr Müller hat noch einmal gegen die Tür geschlagen. Dann ist er gegangen. Sarah hat gehört, wie er die Treppe hinuntergeschlurft ist. Sie ist zurück in die Küche gegangen. Alles okay? Hat Lena gefragt. Ja, hat Sarah gesagt. Er hat gedroht. Aber wir haben nichts Falsches gemacht. Trotzdem war die Stimmung kaputt. Sie haben nicht mehr laut gelacht. Sie haben geflüstert. Um 22 Uhr sind die Freundinnen gegangen. Sie wollten Sarah keinen Ärger machen. Sarah lag im Bett und konnte nicht schlafen. Sie hat überlegt. Sollte sie ausziehen? Sollte sie eine neue Wohnung suchen? Aber sie liebte diese Wohnung. Und eine neue Wohnung zu finden war fast unmöglich. Warum musste sie gehen? Herr Müller war das Problem, nicht sie. Aber sie wollte nicht im Krieg leben. Krieg hatte sie in ihrer Heimat genug gesehen, im Fernsehen oder in echt. Sie wollte Frieden. Am nächsten Tag war Sonntag. Sarah ist aufgestanden. Sie hatte einen Plan. Vielleicht war Herr Müller nicht böse. Vielleicht war er nur einsam. Vielleicht war er unglücklich.
Glückliche Menschen schreien nicht wegen Müll. In der Ukraine. Wenn man Streit mit dem Nachbarn hat, bringt man Essen. Essen ist die Sprache des Friedens. Sarah hat Äpfel gehabt. Sie hat Mehl, Zucker, Eier und Zimt genommen. Sie hat einen Apfelkuchen gebacken. Einen ukrainischen Apfelkuchen. Der Kuchen hat gut gerochen. Nach Zimt und nach Zuhause. Als der Kuchen fertig war, hat sie ihn abkühlen lassen. Sie hat 2 große Stücke auf einen Teller gelegt. Sie hat Sahne dazu getan. Sie hat ihr Herz in die Hand genommen. Sie ist zur Tür gegangen. Sie ist die Treppe hinuntergegangen. In den 2. Stock. Sie stand vor der grauen Tür. Aha, Müller. Sie hat gezittert. War das eine gute Idee? Oder würde er ihr den Kuchen ins Gesicht werfen? Sie hat geklingelt. Sie hat Schritte gehört. Schlurfende Schritte. Die Tür hat sich geöffnet. Herr Müller stand da. Er trug seinen grauen Pullover. Er sah müde aus. Als er Sarah gesehen hat, hat er die Augen zusammengekniffen. Er hat sicher gedacht, sie will sich beschweren. Was wollen Sie? Hat er gefragt. Ist die Musik wieder an? Sarah hat gelächelt. Es war ein echtes Lächeln. Nein, Herr Müller. Ich möchte mich entschuldigen. Wofür? Dass wir gestern laut waren. Es war mein Geburtstag. Aber ich wollte Sie nicht stören. Sie hat ihm den Teller hingehalten. Ich habe Kuchen gebacken. Apfelkuchen. Nach einem Rezept von meiner Oma. Ich wollte Ihnen ein Stück geben. Herr Müller hat auf den Kuchen geschaut. Dann hat er auf Sarah geschaut. Dann wieder auf den Kuchen. Sein Gesicht hat sich verändert. Die harten Linien um seinen Mund sind weicher geworden. Er war überrascht. Sprachlos. Kuchen. Hat er gefragt. Ja. Als Friedensangebot. Er hat gezögert. Dann hat er die Tür weiter aufgemacht. Das ist aber nett, hat er gesagt. Seine Stimme war plötzlich anders. Nicht mehr wie ein bellender Hund. Eher wie ein alter Mann. Er hat den Teller genommen. Ich mag Apfelkuchen, hat er gemurmelt. Meine Frau hat früher auch Apfelkuchen gebacken. Ihre Frau? Hat Sarah gefragt. Sie ist vor 3 Jahren gestorben, hat Herr Müller gesagt. Er hat auf den Boden geschaut. Seitdem ist es sehr still hier. Ich bin viel zu Hause. Ich höre alles. Jedes Geräusch von oben. Früher habe ich das nicht gehört.
weil wir geredet haben. Jetzt rede ich mit niemandem. Sarah hat plötzlich alles verstanden. Es ging nicht um die Dusche. Es ging nicht um den Müll. Es ging um die Einsamkeit. Wenn man allein ist und es still ist, dann ist jeder Schritt von oben wie Donner. Dann ist jedes Lachen von oben eine Erinnerung daran, dass man selbst nicht lacht. Herr Müller war nicht böse. Er war traurig. Das tut mir leid, hat Sarah gesagt. Mein herzliches Beileid. Danke, hat er gesagt. Es war eine Pause. Eine angenehme Pause. Wollen Sie? Hat er angefangen. Aber dann hat er den Kopf geschüttelt. Nein. Das geht nicht. Was? Hat Sarah gefragt. Nichts. Ich esse den Kuchen jetzt zum Kaffee. Danke, bitte, hat Sarah gesagt. Lassen Sie es sich schmecken. Er wollte die Tür zumachen. Aber dann hat er noch einmal gehalten. Frau Sarah, hat er gefragt. Ja? Wegen dem Müll. Ich habe vielleicht ein bisschen laut geschrien. Das tut mir leid. Ich habe schlechte Nerven, schon gut, hat Sarah gesagt. Ich lerne das mit dem Plastik. Versprochen. Gut, hat er gesagt. Und laufen Sie nicht barfuß. Es ist kalt. Das war fast nett. Es war seine Art, nett zu sein. Ich trage meine Hausschuhe, hat sie gesagt und auf ihre Füße gezeigt. Gut. Wiedersehen. Er hat die Tür zugemacht. Sarah ist die Treppe hochgegangen. Sie hat sich leicht gefühlt. Sie hatte den Drachen nicht getötet. Sie hatte den Drachen gefüttert. Und der Drache war nur ein einsamer Mann. In den nächsten Wochen war es besser. Nicht perfekt, aber besser. Herr Müller hat nicht mehr geklopft, wenn Sarah geduscht hat. Wenn sie sich im Treppenhaus getroffen haben, hat er genickt. Einmal hat er sogar gefragt, wie war der Kuchen? Haben Sie ihn gegessen? Hat Sarah gefragt. Ja. Er war gut. Ein bisschen zu viel Zimt. Aber gut. Für Sarah war das ein großes Kompliment. Eines Tages lag wieder ein Brief im Briefkasten. Sarah hatte kurz Angst. Aber es war keine Beschwerde. Es war der leere Teller. Er stand vor ihrer Tür auf der Fußmatte. Auf dem Teller lag ein Zettel. Darauf stand in seiner spitzen Schrift: Danke für den Kuchen. Der Teller ist sauber. H. Müller. PS. Nächste Woche kommt die Müllabfuhr am Mittwoch. Nicht am Donnerstag. Feiertag.
Sarah musste lachen. Er war immer noch Herr Müller. Er war immer noch der Ordnungshüter des Hauses. Aber er war jetzt ihr Ordnungshüter. Er hat ihr geholfen. Sarah hat gelernt, Wohnen in Deutschland ist nicht nur Regeln und Gesetze. Es ist auch Zusammenleben. Und manchmal braucht man ein bisschen Geduld und ein Stück Apfelkuchen, um die Regeln zu brechen. Oder zumindest, um sie ein bisschen weicher zu machen. Das war die Geschichte von Sarah und ihrem Horrornachbarn, der vielleicht gar kein Horror war. Wie ist das bei euch? Habt ihr nette Nachbarn? Oder habt ihr auch Probleme mit dem Lärm oder dem Müll? Was macht ihr, wenn der Nachbar sich beschwert? Backt ihr auch Kuchen? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Wir sind sehr neugierig. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann teilt das Video mit euren Freunden. Und abonniert den Kanal für mehr Geschichten aus Deutschland. Im nächsten Video geht es weiter mit Level B1. Dann suchen wir eine Wohnung in Berlin, eine Mission Impossible. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.